möchte missbraucht sein und trotzdem lustig. Den Plakaten das weinende Kind. So ein ganz kleines, enges Bild, wie man sich zu verhalten hat. Ich war das lustigste Kind auf Erden. Und sobald man das nicht macht, begegnet einem Skepsis. Und diese Zuschreibungen werden aber gemacht von Nicht-Betroffenen. Wem nützt das am Ende? Das nützt den... Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Spielverderber. Mein Name ist Dennis Prinz. Mein nächster Gast ist Thomas Schmale, Theatermacher. Viel Spaß. 6. Februar 2024. Thomas. Hallo Dennis. Grüße dich, Thomas. Ja, wir wollen anfangen mit, warum machen wir das? Ne? Ich fand es gar nicht so leicht, darüber nachzudenken. Wie ging es dir? Mir ging es auch nicht leicht. Es hat sich angefühlt wie eine Aufgabe aus der Schule. Ja. Weil ich wollte sagen, was ist das für eine Frage? Natürlich mache ich das. Warum mache ich das? Ja. Weil ich will. Du willst? Weil ich will. Ja, ich möchte auch wollen, merke aber gleichzeitig, ja, dass es auch ganz schön krass ist irgendwie. Ja, und heute auch unsere erste Aufnahme. Ja, bleibt die Stimme etwas weg. Ja, ich habe irgendwie so einen Traum gehabt heute. Soll ich mal erzählen? Erzähl. Ich habe geträumt, dass ich irgendwie mit meinem Freund, mit Rodrigo, in Cochem an der Mosel unterwegs bin. Und Cochem an der Mosel ist, ja, für mich ein ganz aufgeladener Ort. Warum? Da war ich zum letzten Mal, als ich meine Mutter von dort nach Berlin gerettet habe. Also irgendwann vor 15 Jahren oder so. Ja, und Cochem. Und irgendwie habe ich auch in einem Traum, also es gibt so eine Lichtung dort an einem Wald. Und da gibt es so einen Sportplatz. Und irgendwie, ja, habe ich da... Willst du erzählen, wie du deine Mutter gerettet hast? Oder ist es für den Traum irrelevant? Nee, und das hat vor allem auch leider nicht geklappt. Ah, okay, du konntest sie nicht retten. Aber kam sie in dem Traum vor, deine Mutter? Nee. Ah, okay, nur Rodrigo und du, ihr wart zu zweit. Ja, und das Krasse war halt, dass, also dieser Ort ist halt auch der Ort, wo ich als Kind missbraucht worden bin. Mhm. Und in diesem Traum war es am Ende einfach so, dass Rodrigo und ich da durch Cochem gelaufen sind und wir konnten einfach kein gutes Restaurant finden. Und irgendwie dachte ich so, okay, also in meinem Unterbewusstsein sind es so, also einerseits das Trauma wegen des Missbrauchs und aber kein gutes Restaurant finden, sind scheinbar für mich gleichwertige Probleme, die mein Unterbewusstsein dann versucht hat, da zu lösen in meinem Traum. Zwei gleichwertige Probleme oder die Restaurantproblematik beschäftigt dich gerade einfach mehr als der Missbrauch. Ja, wobei, also dass ich mir diesen Ort Cochem und auch diesen Ort, wo ich muss sagen, meinen ersten Täter kennengelernt habe, so wie ich es, dass ich das eigentlich ganz selten mache. Also es ist für mich ein großes schwarzes Loch. Ich erinnere mich daran nicht. Und ich habe das mein ganzes Leben jetzt auch vermieden. Aber ja, auch seitdem wir uns kennengelernt haben, sind auf jeden Fall ein paar mehr Träume mit dabei. Das geht mir genauso. Ich träume auch viel. Ich habe auch viele Albträume. Auch seitdem wir uns kennen oder seit ich in der Selbsthilfegruppe bin. Wir haben uns nämlich in der Selbsthilfegruppe kennengelernt. Genau. Und bei mir ist es auch so, dass ich nie über den Missbrauch an sich träume. Also meine Täter kommen nie darin vor, aber es kommen schon die Orte darin vor und Leute, die
nicht mich missbraucht haben, aber auch eben in dem Umfeld vorkamen, wie Betreuer, Betreuerinnen, Eltern, die kommen in meinen Träumen vor. Ja, Mhm. aber nie diese beiden Täter. Ja, interessant. Ja, ich glaube, für mich wechselt das so ein bisschen ab. Ich glaube, Mhm. es gibt diesen, ja, aber vielleicht merke ich gerade, oh, geht ja direkt hier ans Eingemachte. Ich wollte so den Weg finden zu, warum mache ich das? Und ja, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir mit dem Podcast ja, anderen Betroffenen da draußen helfen können. Ich würde das mal so als meine Eins setzen. Ich weiß nicht, wie ist das für dich, Thomas? Meine Nummer 1 sind die 2 Herzen in meiner Brust, die schlagen, um Ja. auch mit einer Geschichte zu beginnen. Es ist keine richtige Geschichte, aber ich glaube, ich habe 2 Nöte oder 2 Begierden, 2 Begehren. Das eine ist der Rückzug ins Private sozusagen, dass ich gerade sehr, sehr schön lebe. Ich habe einen ganz tollen Freund. Ich lebe in der Stadt, in der ich leben möchte. Ich habe eine gute Zeit. Ich habe ganz tolle FreundInnen, Freundinnen, die über mich Bescheid wissen, mit denen ich fast vieles teilen kann, ganz vorsichtig. Ich habe Betroffene in meinem Umfeld, die so wie ich sexuell missbraucht wurden und mit denen ich mich austauschen kann. Und ähm, so langsam, so seit 2, 3 Jahren ist dann so dieses Missbrauchsthema eigentlich weggerutscht. Und ich war vielleicht sexuell Missbrauchter als Identität. So, hier in Berlin kann ich einfach sagen, ja, ich bin sexuell missbraucht worden. So wie du, so wie du, so wie du. Mhm. Und es stand mir als Identität sozusagen ganz gut, so wie schwul. Ich bin schwul. Es sind natürlich nicht die gleichen Gefühle. Das eine ist Oh. schön, das eine ist schön, das andere ist nicht schön. Aber die andere Brust, das andere Herz in meiner Brust, so rum, ähm, will eigentlich nach außen und will aktivistisch sein. Und bevor ich nach Berlin gezogen bin, habe ich viel aktivistisch gearbeitet. Ich habe innerhalb meines Theaterstudiums Performances gemacht, wo ich nackt auf der Bühne stehe und sage, ich bin sexuell missbraucht worden, und habe Wörter genommen, Wortspiele gemacht, hab mich eben als Körper, als Subjekt dort auf die Bühne gestellt und fand das immer toll und fand das richtig. Und das habe ich so ein bisschen verloren, weil es mir hier so gut ging oder so gut geht. Und Dennis, Hm. mit dir habe ich das Gefühl, dass ich das kombinieren kann. Ah, Mhm. wie meinst du? Naja, sag, wenn ich falsch liege oder wenn du es doof findest, aber von dir lerne ich, auf mich aufzupassen, weil das Aha. dir so wichtig ist, dass es dir gut geht und deinem Körper. Du fragst mich, was brauchst du? Ähm, wie wollen wir irgendwo hingehen oder so? Und das genieße ich sehr. Und das ist, glaube ich, sozusagen das zweite Herz in meiner Brust, was sich hier dann kombiniert mit diesem anderen Herzen in der Brust, dass ich rausgehen will und laut sein will, für Sichtbarkeit schaffen will, zu sagen, es gibt sexualisierte Gewalt ganz viel hier in der Gesellschaft. Ja. Und mit dir sitze ich hier und habe es gut und spreche trotzdem darüber. Ja. Ja, ich habe auch ganz intensive, ja, mir geht es mit dir auch sehr gut, Thomas. Ich glaube, ich weiß nicht, das hast du, glaube ich, nicht gesagt, aber ja, ich weiß nicht genau. Ich bin immer, wenn wir über das Thema sprechen, auch sehr inspiriert und irgendwie kann ich dich so gut spüren, habe ich das Gefühl. Ich bin jetzt so ein bisschen älter als du, glaube ich. Ich weiß nicht, 10 Jahre oder so. Wir sind 10 Jahre auseinander. Soll ich dein Alter verraten? Ich verrate es lieber selbst, weil ich eine selbstbestimmte Person bin. Ich bin 39 jetzt. Und wenn wir gerade beim Alter sind, oder sag du mal, wie alt du bist, wenn du mal. Ich bin 27, das heißt, wir sind, lass mich rechnen,
bisschen älter ein bisschen mehr als 10 Jahre auseinander. Ja. Mhm. Und anders als du habe ich meinen Missbrauch nicht künstlerisch verarbeitet. Ich habe früher als Schauspieler auch gearbeitet und ganz viele Sachen gemacht. Und ich habe mal nachgeschaut. Ich habe ziemlich genau am 1.1.2022, am Neujahrsmorgen vor 2 Jahren, habe ich mit 37 zum allerersten Mal irgendeiner Person auf dieser Welt davon erzählt, dass ich als Kind sexuell missbraucht worden bin. Meinem Freund Rodrigo, den ich über alles liebe. Auf dieser Welt heißt für mich am Neujahrsmorgen auf dieser Party, wenn es der 1.1. war. Oder war es... Es war Post-Party. Wir waren auf einer Party von Freundinnen und war auch sehr schön, da ging es intensiv her und dann saßen wir morgens halt noch um 7 oder so dann zu Hause und ja, hatten irgendwie einen sehr verbundenen Moment und ja, irgendwie habe ich es dann geschafft, ihm das zu erzählen und es war so krass. Und ich habe in der Vorbereitung darüber nachgedacht, weil ich mich nicht erinnern konnte, wann das war, weil ich gar nicht fassen konnte, was eigentlich seitdem alles in meinem Leben sich verändert hat. Und hier schließt sich meine Klammer, dass ich halt so denke, oh Mann, ey, wenn das hier irgendjemand da draußen hört und es die Person vielleicht inspirieren kann, keine Ahnung, sich früher Hilfe zu suchen, sich nicht zu schämen, mit Menschen drüber zu sprechen, das wäre richtig, richtig toll. Weil für mich hat das alles verändert. So, ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Ich kann mich zum ersten Mal in meinem Leben spüren. Du hast das früher geschafft, glaube ich. Meine Erkenntnis, oh, ich bin sexuell missbraucht worden, war er und ich bin da reingeworfen worden in diese Erkenntnis. Das hat mein Körper erkannt und nicht ich. Ist lustig, wegen unserer unterschiedlichen Lebenswege. Also ich bin da so reingeworfen worden in die Erkenntnis und du hast dich überwunden und es dann getraut. Du hast dich getraut, das zu sagen zu deinem Liebsten, zu deinem Freund. Und bei mir war das so, ich war auf einem Seminar oder so einem Workshop, wo ich habe damals in einem Verein gearbeitet. Wir sind in Schulklassen gegangen und haben dort Workshops zum Thema nicht sexualisierte Gewalt Schneiden wir, wolltest du doch unbedingt einmal reinbringen. Das schneiden wir. Ich habe Anfang 20 in einem Projekt mitgearbeitet. Mit diesem Projekt sind wir in Schulklassen gegangen und haben dort Workshops zum Thema sexuelle Vielfalt und geschlechtliche Identitäten gemacht. Und um uns auf diese Workshops vorzubereiten, hatten wir eben so ein Vorbereitungsseminar in einem ganz, ganz tollen Akademiehaus, wo ganz viele queere Seminare stattfinden. Und dort haben wir so ein Identitätenspiel gespielt, relativ am Ende dieser Fortbildung, wo wir alle unsere Identitäten auf so Karteikarten geschrieben haben, also sowas wie BVB-Fan oder Smalltown Boy oder schwuler Mann. Schwul, genau, lesbisch, bi, trans, alles, was uns sehr wichtig ist als Identität. So. Genau. Und eine Person hat anscheinend Mensch mit Missbrauchserfahrung aufgeschrieben. Dann wurden alle Karten gemischt, wurden in die Mitte gelegt und wir saßen in einem Stuhlkreis drumherum. Und die Leitung hat nacheinander diese Karten vorgelesen. Und wenn wir uns damit identifizieren konnten, egal ob wir es selbst geschrieben haben oder nicht, sind wir aufgestanden. Einfach. Krass. Und je nachdem, wie lange wir standen, umso wichtiger ist uns diese Identität. Und dann kam eben BVB-Fan oder schwul, da bin ich dann aufgestanden oder so. Und dann kam Mensch mit Missbrauchserfahrung und ich bin aufgestanden. Krass. Einfach so, ich bin aufgestanden und wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich wusste nicht, warum ich jetzt aufgestanden bin und habe dann so realisiert und ich erinnere mich auch noch an die Leitung, die dann ganz erschrocken geguckt hat. Ich weiß nicht, warum genau bei mir, weil es sind wirklich einige aufgestanden, aber diese Leitung hat dann eben mich
so gespottet und ich war auch ganz verwirrt und habe mich dann irgendwann hingesetzt. Ja, und dann ging es los und habe darüber nachgedacht und habe das da dann in diesem Seminar bei einem Spaziergang abends zum ersten Mal gesagt und habe gesagt, und ich habe es noch gar nicht gesagt, ich habe nur gesagt, ich weiß nicht, warum ich aufgestanden bin. Ich bin irgendwie aufgestanden. Ja. Und da ging dann der Prozess los. Und wie viel Zeit ist seitdem jetzt vergangen? Das war der nächste Haken, den ich bei dir machen wollte, weil du dich nicht erinnern kannst. Das ist bei mir auch so. Ich weiß es nicht. Ich kann die Geschichte erzählen, ich kann sagen, was passiert ist, wie es mir geht, wann was war. Ich weiß, dass ich Abi 2015 gemacht habe. Ja. So, Abi 2015. Und sonst kann ich mich wenig an Zahlen erinnern. Gar nicht. Ich war, als ich den Täter, ich habe ja 2 Täter angezeigt bei der Polizei und dann musste ich zu so einem Glaubhaftigkeitsgutachten, ob das stimmt, was ich sage. Und diese Gerichtspsychologin, die das mit mir gemacht hat, hat immer nach Jahreszahlen gefragt, wann ist das passiert. Und ich konnte mich nicht erinnern. In dem Moment wusste ich auch nicht mehr, wann ich Abi gemacht habe. Deswegen sage ich das gerade so stolz, weil ich mir das aufgeschrieben habe, 2015 Abi, weil ich in dieser Situation jetzt speziell dort beim Gerichtstermin, aber auch generell, ich weiß diese Zahlen nicht. Ich weiß nicht, wann ich studiert habe. Ich weiß nicht, so ist alles vermischt. Ja, das kann ich total. Und ich glaube ja, dass das daran liegt, also wenn man halt in Angst ist, also zumindest für mich, ich bin immer in Angst, also ich habe ja auch eine Angststörung. Und ich glaube, wenn ich in Angst bin, dann, also ist ja nur so ein Bruchteil von mir halt anwesend und dementsprechend kann ich mir auch nichts merken, was mich sehr belastet. Und auch dieses von vor 2 Jahren, das habe ich gestern mit Rodrigo rekonstruieren müssen, weil ich auch selbst das nicht mehr genau wusste. War das jetzt vor einem Jahr, war es vor 2 Jahren, war es vor 3 Jahren? Das machte alles keinen Sinn für mich. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Motivation. Ich merke, je mehr ich über meinen Missbrauch weiß und je mehr ich damit umgehe, desto eher habe ich jetzt ein Bedürfnis, eigentlich so Sachen festzuhalten oder zu archivieren. Und dieser Podcast ist für mich halt auch ein Weg, meine Reise, also nicht nur, dass es Teil von meiner Heilung ist, glaube ich, das würde ich mir wünschen, sondern es kann auch so ein Archivieren, klingt so blöd, wie würdest du sagen, dass es nicht verloren geht. Ich habe immer Angst, dass die Sachen mir verloren gehen. Und das kann das ja auch leisten. Und vielleicht ein Gedanke, das nervt mich immer so wahnsinnig, wenn ich so andere Sachen höre, die was mit psychischer Gesundheit zu tun haben. Da heißt es immer, ja, damals war ich dann in Therapie und habe meine Depression überwunden. Und es ist immer so ein Überwindungsnarrativ. Alle haben das so hinter sich gelassen, ihre psychischen Probleme. Und ich merke, ich glaube daran nicht. Also ich bin mittendrin. Ich habe gar nichts hinter mir gelassen und glaube auch, dass das immer zu mir gehören wird und dass das so eine, irgendwie so eine komische Idee ist, dass einfach alles irgendwann gut ist, sondern das gehört zu mir. Wobei du ja auch gerade schon von einem Heilungsprozess gesprochen hast. Also du wünschst dir irgendwie eine Heilung, die ich irgendwie nie in meinem Kopf hatte oder nie angestrebt habe. Ich würde es irgendwie nicht Heilung nennen. Für mich versuche irgendwie einen Umgang zu finden, Worte zu finden, eine Sprache zu finden, vielleicht eine Erinnerung zu finden, einen Zettel und einen Stift zu finden, wo ich das aufschreiben kann oder so. Aber ich glaube irgendwie nicht, was auch mit meiner Geschichte zu tun hat, eben weil ich die ganze Zeit irgendwo reingeworfen werde oder so, aber auch bewusst. Ich gehe ja bewusst auf die Bühne, um das zu machen. Kann ich mit dem Heilungsnarrativ auch eigentlich, so wie du sagst, nicht so viel anfangen, so jetzt geht's mir gut, sondern es ist immer da, es ist immer ein Prozess und mal geht's mir besser und mal schlechter, klar, aber ich wünsche mir eigentlich einen Umgang zu finden, mit dieser sexualisierten Gewalt und dieser Erfahrung umzugehen. Ja. Ja, ich glaube, Heilung meint für mich eigentlich eher sowas wie so eine Integration und das zu akzeptieren und nicht, dass das weg ist und dass das vorbei ist. Und natürlich, ich glaube,
wenn ich heute vielleicht 20 schlechte Tage in einem Monat habe und 10 gute, dann ist vielleicht die Hoffnung, dass es irgendwann halt 11 sind. Ich weiß nicht. Oder 12. Oder 12. Und ich glaube schon, dass diese Auseinandersetzung, sowohl jetzt vielleicht unsere Auseinandersetzung in unserer Gruppe, wo wir uns kennengelernt haben, aber auch hier, dass mir das hilft, weil ich das verarbeite. Wie ist das für dich? Für mich, wir laden ja auch GästInnen ein, Gäste und Gästinnen. Darf Ja. ich das schon verraten als Teaser? Können wir verraten? Auf jeden Fall, ja. Privat geht es mir auch so wie dir. Ich wünsche mir auch einen Umgang, ein Spüren, aber viel mehr. Deswegen finde ich da jetzt keine Worte zu, weil was ich eigentlich sagen will ist, ich wünsche mir eigentlich, dass wir so ein Netzwerk schaffen und Leute kennenlernen, die auch sexualisierte Gewalt erfahren haben oder was dazu zu sagen haben oder queer sind, FeministInnen sind, DissidentInnen sind, die eine andere Welt wollen oder die kämpfen gegen patriarchale Strukturen, Mhm. in der Verletzlichkeit natürlich oder in dem Schmerz, und dass wir hier so ein potenzielles Wir entwickeln. Und ich meine jetzt kein Wir ganz konkret, so wir wohnen irgendwo in einem Hausprojekt, sondern ein Wir, die wir uns überall als Netz verteilen und überall eben unser Ding machen und rumwabern und uns hier aber zusammenfinden und uns ja so ein bisschen mit allen dann zu Hause fühlen können oder eben sagen können, ja, wir wollen eine andere, wir wollen kein Teil von irgendeiner Herrschaft sein oder von irgendeiner Gewalt, die es überall gibt, sondern wir versuchen es anders zu machen, weil mir irgendwie dieses Netzwerk total gut tut. Mhm. Und wie mit meinen FreundInnen oder so, aber die sind natürlich da. Aber einfach das Wissen, dass es uns gibt, tut einfach schon gut. Und deswegen freue ich mich auf die Gästinnen und Gäste und für alle Betroffenen, die das hören oder alle, die interessiert sind, schaffen wir dann so ein Netz. Ja, den Gedanken des Netzes finde ich auch ganz toll. Und da muss ich sofort dran denken, dass ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, ja, also einerseits das Lernen von Betroffenen, aber vor allem auch, mir fehlen so Heldinnen. Mir fehlen gute Geschichten. Also ich glaube, meine Erfahrung jetzt auch in so Beratungsstellen oder so, also es gibt ich kenne keine guten Geschichten. In allen Beratungsstellen, ich habe nicht einmal von einem Prozess gehört, der richtig gut ausgegangen ist für Betroffene von sexualisierter Gewalt in der Kindheit, die das viel später versucht haben. Also Du meinst, okay. Du meinst, weil du nur Leute kennengelernt hast, denen es schlecht geht, die Drogen nehmen, die auf der Straße leben, oder wie meinst du? ich mache jetzt extra schwarz-weiß, aber ja, also ich kenne keine guten Geschichten. Ich kenne keine Erfolgsgeschichten. So, ich kenne keine Geschichten von, ja, und dann lief es total gut vor Gericht und alle waren total sensibel und die Polizei war auch richtig nett und der Anwalt vom Täter hat sein Mandat abgelegt, weil er es nicht moralisch verantworten konnte. Das meine ich damit. ganz kurz, Ja. der Polizist, bei dem ich die Anzeige erstattet habe, hat vorher, weil er Notizen über mich machen muss, das gehört mit zu der Anzeige, hat gefragt, ob ich schwul bin. Nee, er hat mich nach meiner Sexualisierung, es geht alles durcheinander, hat mich nach meiner sexuellen Orientierung gefragt. Und ich habe gesagt, schwul. Und dann hat er gesagt, glauben Sie, Sie sind schwul, weil Sie sexuell missbraucht worden sind? Habe ich gesagt, hä? Wie meinen Sie das? So hat er einfach direkt, das war der erste Dialog. Und dann hat er gesagt, naja, weil er kennt viele Frauen, die vergewaltigt wurden, die
jetzt lesbisch leben, die dann lesbisch geworden sind, weil sie nichts mit Männern zu tun haben wollen, hat er so gesagt. Und dann habe ich gesagt, dann hätte ich ja hetero werden müssen. Ja. Das war eigentlich ein sehr, sehr guter Konter. Ja, Und super Konter. Ja, und er war irritiert, hat irgendwie nochmal diesen Dialog durch den Kopf gehen lassen und hat gesagt, ja, stimmt. Aber es war egal, es war trotzdem scheiße, es war nicht witzig. Wie übergriffig. Mhm. Ja, voll. Und das war jetzt einfach die Geschichte, die mir dazu eingefallen ist, weil nein, ich kann dir leider auch, lieber Dennis, keine Geschichte des guten Polizisten erzählen, der mich in den Arm genommen hat, sondern das Gegenteil. Und ich glaube, irgendwo da draußen wird es gute Geschichten geben. Und das vielleicht sofort als Aufruf eigentlich, alle da draußen, wenn ihr eure Geschichte erzählen wollt, schreibt uns. Das werden wir irgendwo in der Beschreibung vermerken. Wir wollen eure Geschichten hören und ja, aber nicht nur Heldengeschichten, sondern alle Geschichten. Ich wollte noch was sagen, Ja, warum bitte. ich das mache. Ja. Weil ich ein Knistern in unserem Gespräch feststelle immer, Es wenn wir knistert? sprechen. Ja, es knistert. Ich meine es im schönsten Sinne, Ja. weil wir stundenlang sitzen, weil wir sagen, okay, wir treffen uns jetzt 2 Stunden, um irgendwas vorzubereiten und wir haben mehr als diese 2 Stunden miteinander zu sagen und spüren Knistern, was ich toll finde. Ja, danke dir. Spüre ich auch. Ich schätze deine Sicht auf die Welt und deine Geschichte. Und ja, aber das ist für mich auch ein wichtiger Punkt in dem Ganzen, dass ich es also auch interessant finde und schön. Und ein Punkt, den du eingebracht hast, der hat erstmal bei mir so Widerstand ausgelöst. Und danach aber ganz viel bei mir aufgemacht war sowas wie, ich möchte missbraucht sein und trotzdem lustig oder so möchte ich es nennen. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Sorry, jetzt stelle ich dich hier so auf den Pott. Nein, bitte. Es ist auch aber es ist nicht zu Ende überlegt. Ich glaube, was mit mir resoniert hat, war dieser Gedanke, dass es überall Zuschreibungen gibt. Und diese Zuschreibung, also wie hat man zu sein als Betroffener von sexualisierter Gewalt? Und diese Zuschreibungen werden aber gemacht von Nicht-Betroffenen. Und es gibt so ein ganz kleines, enges Bild irgendwie, wie man sich zu verhalten hat, wie man auszusehen hat, welche Symptome man haben soll, wenn man Betroffener von sexualisierter Gewalt ist. Und sobald man das nicht macht, sobald man das nicht ist, begegnet einem Skepsis. So, oder man ist unglaubwürdig. So, und ich glaube, was ich eigentlich klar machen möchte, ist, es gibt so viel sexualisierte Gewalt und es gibt ein riesiges Spektrum von Farben, wie Menschen damit umgehen. Und wenn wir halt das schaffen, dieses Spektrum, diese mehr Farben hinzuzufügen, dann glaube ich, ist das auch gut für alle Betroffenen, weil dieses Eindämmen in so eine ganz kleine, begrenzte Idee davon, was man ist. Ja, auf den Plakaten das weinende Kind, das die Hände über den Kopf geschlagen hat und in der genau. Ecke ist und weint. Ich war das lustigste Kind auf Erden. Und das Ding ist, wem nützt das am Ende? Das nützt den TäterInnen. So. Also, wenn man so ein kleines Bild zeichnet, dann passen da auch nur ganz wenige rein. Und die Realität ist ja, dass wahnsinnig viele Menschen betroffen sind von sexualisierter Gewalt. Und wenn man das wirklich ernst nehmen würde, dann glaube ich, gäbe es auch andere Strukturen, die damit umgehen müssten. In Politik, in Justiz, in Medien, bei der Polizei. Und das ist, glaube ich, also dass nicht mehr über uns gesprochen wird von irgendwem, sondern dass wir sprechen und dass andere Betroffene sprechen. Und ich glaube, dass das einfach eine ganz andere Perspektive ist, die mir total fehlt. Und das meine ich, glaube ich, auch mit mir fehlen die HeldInnen, weil ich höre die Geschichten nicht. Ja, das stimmt. Die erste Person, die ich kennengelernt habe, war auch im Studium, die einen Dokumentarfilm über sexualisierte Gewalt
gemacht hat und die hat immer gesagt, ich bin selbst betroffen. Das war die erste positive Geschichte, die ich also die erste Person überhaupt, die ich kennengelernt habe, aber auch weil sie so toll war und so nett und wir uns so gut verstanden haben, dass ich halt ein bisschen anders wie du, anders an Leute, die Missbrauchserfahrung haben, rangekommen bin, weil sie so toll war. Was war so toll bei ihr, wenn ich fragen darf? Ihre Offenheit, mit ihrer Geschichte umzugehen, und vor allem aber einen künstlerischen Anspruch an den Dokumentarfilm hatte. Ich glaube, das habe ich von ihr gelernt, weil natürlich ist sexualisierte Gewalt was Schlimmes und was Schlechtes und was Trauriges. Und dann fängt es aber schon an, dass man dann, es ist so, wie du eben sagst, oder dass eben das Bild des weinenden Kindes, das Buch über den Kopf geschlagen hat. Und ihr war aber der Film wichtig. Also ja, ich bin Betroffene von sexualisierter Gewalt und sie wollte aber einen guten Film machen und wir haben über Technik geredet, wie die Kamera sein muss, wie alles stehen muss, wo du dich hinsetzen musst. Sie hat ein geiles Studio gemietet und das war ich war ganz anders aufgehoben, also weil es einen künstlerischen Anspruch einfach hatte auf diese Geschichte und das ist ja schon eine andere Zeichnung, eine andere Geschichte. Das ist auch eine Selbstermächtigung, weil genau auch die Kunst ist ja schon nicht mehr das Opfer sein, das in der Ecke stehen und weinen und ganz kurz, auch das ist okay, man darf auch in der Ecke stehen und weinen und zwar so lange, wie man das möchte und das mache auch ich oft und nichtsdestotrotz, ja, es gibt Machst du das? Weinen? Ja? Ja, viel. Ja. Zuletzt gestern, als ich darüber nachgedacht habe, wann ich das Rodrigo erzählt habe und als mir so klar wurde, was dann alles so passiert ist. Ich denke immer, wenn ich nicht weine, dann das ist eigentlich immer so mein Wunsch. Weil ich hatte auch eine ganz lange Phase, wo ich so gar keine Gefühle hatte. So, glaube ich, mein ganzes, ja, keine Ahnung, ist nochmal ein anderes Thema. Ich frage nur, weil ich über mich nicht so viel weinen kann, aber wenn ich eine andere Geschichte höre, dann kann ich viel weinen oder fühle Ungerechtigkeit und finde es ganz schlimm und bin wütend und habe all diese Gefühle, diese Palette, die ich eigentlich auch gegenüber mir fühlen sollte, aber habe ich irgendwie nicht. Und das meine ich gar nicht, dass ich da vielleicht drankommen will, weil ich weine auch und ich weine auch über mich so, aber ich weine viel schneller bei einer Rom-Com oder so, als wenn es mir schlecht geht. Das kenne ich auch. Und ich glaube, also zu mir zu kommen, zu meinen Gefühlen und dann, also zum Beispiel irgendwie was zu betrauern, also mich zu betrauern, das klingt immer so wie eine Beerdigung, aber ich glaube, das habe ich so ein bisschen in der Therapie gelernt, ja, so Selbstmitgefühl, dass das ganz schwer ist und das ist ganz viel Arbeit für mich. Und oft mache ich es auch über Bande, ja, und ich kann auch gut bei einer Rom-Com flennen, so. Und wenn ich es aber schaffe, mit mir über mich zu weinen, dann ist das für mich ganz krasser Erfolg. Weil du gerade über Bande gesagt hast und ich noch einen weiteren Grund habe, warum ich das hier mache. Es gibt ein Buch, das ich ganz dolle liebe. Das heißt A Little Life. A Little Life? A Little Life, ein wenig Leben. Was habe ich gesagt? Nee, ich wollte nur sicherstellen, dass ich das Richtige. Ein wenig Leben. Und da hast du es. Das hast du mir zum Geburtstag geschenkt. Und du bist, glaube ich, ein bisschen sauer, dass ich noch nicht gelesen habe. Ja, ich verstehe es nicht. Das ist essentiell für diesen Podcast. Auch wenn man essentiell nicht buchstabieren kann. Es tut mir leid, Thomas. Ich bin echt nicht so ein schneller Leser, aber ich spüre, wie wichtig dir das Buch ist. Und ich gebe mein Bestes, aber ich kann auch nichts versprechen, weil ich echt langsam bin. No pressure. Und dort die Hauptfigur, Jude, spricht nicht über seine sexualisierte Gewalt, über seine Erfahrung, über seine Missbrauchserfahrung, einfach das ganze Buch nicht. Und ich als Betroffener habe die ganze Zeit gedacht, sprich doch, rede, sprich einfach, sag es deinem besten Freund, sag es deinem Freund, sag es deinem Freundinnenkreis.
dann wird es besser. Es wird dann besser. Ja. Einfach. Ich habe das noch nie so dolle gespürt. Und das war für mich vielleicht die beste therapeutische Erfahrung, weil ich durch dieses Buch dann angefangen habe zu sprechen. Und gemerkt habe, ja, mir geht's besser, wenn ich das einfach mal sage. So, ich bin sexuell missbraucht worden, was so lange dauert, bis mir das über die Lippen kommt. Jetzt nicht mehr so. Ja. Aber damals, es hat so ewig gedauert, um das sagen zu können. So, das habe ich geübt und es ging nicht. Und dieses Buch hat mich ermutigt, das zu sagen, weil ich die ganze Zeit Jude, diese Hauptfigur, das zugerufen habe. Ich habe die ganze Zeit gerufen, sag es, also das Buch hat es mit mir gemacht, dass ich da saß und geheult habe und gesagt habe, sag es, dann wird es dir besser gehen, und habe das dann eben über Bande auf mich übertragen und dann ging es mir auch besser. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich diesen Podcast mache, um diese Bande zu sein vielleicht. Mhm. Dass Leute sagen können, ich ja auch. Ja, und wo wir dabei sind, also für mich ist es ja so, dass ich das weiterhin nur ganz wenigen Menschen bisher in meinem Leben erzählt habe und ja, davor auch große Angst habe. Und ja, das für mich irgendwie auch wird vielleicht auch nochmal ein anderes Thema sein, also dieser Coming-out-Gedanke. Also was bedeutet das eigentlich, darüber sprechen zu können? So. Und ja, ich hoffe auch, dass das so Teil meiner Reise sein kann, weil, ja, keine Ahnung. Es lohnt sich. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich es geschafft habe, das zu erzählen, hat es mir richtig gut getan. Mhm. Und der Schritt mit dem Podcast ist halt, dass es ja dann alle wissen, die es vielleicht irgendwie hören. Am Ende hören das auch so 2 Leute. Man weiß es nicht. Aber es ist raus. Und das ist irgendwie auch ein ganz krasser Aspekt darin für mich. Und ich mag den Gedanken, dass du uns mitnehmen willst auf dieser Reise. Also genau, du hast es 2 Menschen, hast du gerade gesagt, erzählt. Ja, vielleicht können wir das nochmal woanders lassen, weil vielleicht, wenn wir nochmal zurückkommen zu, warum machen wir das? Mhm. Ich wollte, ist auch egal, wie viel du das jetzt gesagt hast. Ich wollte nur sagen, dass ich das ganz toll finde, dass du die Leute auf deinem Weg sozusagen mitnimmst, wie du es am Anfang schon gesagt hast, dokumentierst. Ja, und ich bin da, glaube ich, auch von dir sehr inspiriert, Thomas, weil ich glaube, ja, ich habe deine Texte oder einen Text von dir gelesen, der mich sehr berührt hat. Ich habe mir deine Performance angeschaut und habe so richtig, also ganz große Bewunderung für dich. Und das hat mich auch inspiriert. Und irgendwie, ja, das habe ich halt früher nicht geschafft, das in meine Kunst reinzubringen, weil ich so dagegen gekämpft habe. Und das ist jetzt was Neues für mich. So, also da zu sein und ja, irgendwie auch schwach. Ich weiß nicht, obwohl ich das, was du gemacht hast, total stark finde, aber ich empfinde mich in dieser. Es stimmt auch nicht. Ich finde es eigentlich auch gut. Wenn ich es schaffe, finde ich es gut. Aber es ist schwierig. Es ist schwierig. Ich glaube, darum geht es auch jetzt nicht. Ob man sich selbst dann schwach fühlt oder sagt, hätte ich das mal gemacht, oder? Das fühlst du nicht. Oder doch? Dass du denkst, hätte ich das mal, weil ich glaube, du bist dir deinen Weg bewusst, den du gerade gehst, und genießt es auch sozusagen. Also du genießt gerade darüber zu sprechen, das zu erkunden, wie es dir geht, zu lernen, über dich zu sprechen. Das war auf jeden Fall für mich so, dass es so ein Genuss war, sich zu entdecken, sich und seine Gewalterfahrungen zu spüren und Punkte zu setzen. Ja. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, ich genieße das jetzt und es ist aber auch in jedem Moment eine große Herausforderung. Und gleichzeitig betrauere ich aber auch, dass ich das nicht vorher geschafft habe. So, und das ist schon schade, weil ich
meinem ganzen Leben halt immer in so einem Kampf, immer in so einem Modus von Stärke und Kampf war. Und ich glaube, ich habe auch viele Menschen verletzt und das habe ich aber gar nicht gespürt, habe ich gar nicht die Ressourcen zu gehabt. Und erst jetzt merke ich halt, was eigentlich so mit mir los ist. Und das ist neu. Und ja, genau, daran möchte ich gerne jetzt alle teilhaben lassen, damit auch ich mich später daran erinnern kann, wie das eigentlich war und was sich vielleicht auch verändert hat. Ja. Ich glaube, vielleicht mit dieser betroffenen Perspektive kann man vielleicht noch so hinzufügen, also auch so dieses Überwinden von Scham vielleicht. Ich glaube, auch das kann helfen. Also das ist so mein Wunsch. Also darüber, dass ich dich erlebt habe zum Beispiel, das hat mir auch geholfen, meine Scham zu überwinden. Und das wäre vielleicht auch nochmal bei, warum machen wir das? Wir sind jetzt ganz schön privilegiert. Wir sitzen in Berlin, wir haben eine Gruppe gefunden, wir haben einander kennengelernt. So, das sind ganz viele Ressourcen, die wir haben, für die ich total dankbar bin und die man, glaube ich, nicht überall hat. Ja. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn ich jetzt so einen Podcast gehört hätte, wo so zwei Typen ja, über ihre Erfahrung so erzählen und die Gästin mit 17 oder so oder mit 15, keine Ahnung. Aber ich denke, mein Leben wäre ein anderes gewesen. So. Und das ist total krass. Weil ich hatte keinen Zugang dazu. In keinem Moment. Ich habe den Zugang jetzt nach fast 30 Jahren. Fast 30 Jahre ist es her. Und ich hoffe, und das ist eine ganz große Motivation, wenn wir das machen, dass das vielleicht für die eine oder andere Person, ja, diese Reise verkürzen kann. Weil sie ist es auf jeden Fall, also sie ist gut, wenn man es schafft, kommt nur Gutes raus für mich gerade. Es ist nur Gutes. Das ist schön. Das ist gut. Das ist was Gutes. Das hört sich gut an, Dennis. Danke, Thomas. Aber Ja. ich muss direkt sagen, Ja. weil du mich jetzt hier so raushebst und sagst, du hast es schon eher bemerkt oder so, dann hole ich jetzt mal mein 5 Jahre Expertenwissen raus. Die Scham bleibt, Ja. auf jeden Fall bis jetzt. Die Spucke bleibt weg beim drüber sprechen. Die Nervosität bleibt. Also es ist immer wieder neu, krass und kontextabhängig, wo du das sagen kannst, wie viel Spucke dir wegbleibt, egal wie erfahren du bist, auch wenn, wie ich das auf der Bühne gesagt habe, wo ich einfach so empowered auf der Bühne stehen konnte und die krassesten Sachen und Erfahrungen, also ich habe das verfremdet, also es war jetzt, ich habe jetzt nicht meine Gewalterfahrung besprochen 1:1, aber da hatte ich halt diese Bühne und da war ich total proud und konnte alles machen, was ich wollte sozusagen, und dann bin ich da runter und dann war ich wieder in einem anderen Kontext und war wieder schüchtern oder so, also es ist immer auch kontextabhängig. Ich stelle mir halt vor, also wenn alle Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, das schaffen würden, darüber zu sprechen, dann, ich weiß, hast du Daten gerade so auf wie viele Betroffene es gibt? Jede 7. Person oder sowas? Man sagt so in jeder Schulklasse 3 Personen. Wie groß sind Schulklassen heute? Das weiß ich nicht. 27. Okay. 27 durch 3. Also jeder 9. Jeder 9. Jede ja. 9. Person. Es gibt aber auch, also ich dachte jetzt, wir treffen uns jetzt zufällig. Ich kenne nämlich auch die Studien, dass es jede 7. Person ist. Ja. Es gibt die Studien 3 in jeder Schulklasse. Ja, dachte jetzt gerade beim Rechnen kommen wir auf 7. Jede 7. Person. Ja, es ist natürlich eine riesige Dunkelziffer. Also diese Zahlen, es ist eine riesige Dunkelziffer. Ja. Und ich glaube halt, also je mehr, ja, das wäre ein Wunsch von mir. Wenn wir es schaffen, Leute da draußen zu inspirieren,
sprechen zu können, das zu versuchen. Ja, ich kann mir vorstellen, es gibt noch viel mehr, als wir uns vorstellen. Und ja, da bin ich eigentlich auch bei so einer politischen Ebene. Ich glaube, also Sichtbarkeit schaffen für Betroffene, Sichtbarkeit schaffen auch für Männer, die Betroffene von sexualisierter Gewalt sind. Haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, dieser Sichtbarkeitsaspekt, wenn alle es schaffen könnten, darüber zu sprechen, dann wären die Gesetze anders. Mhm. Das ist so irgendwie so eine These von mir, ein Wunsch von mir. Darüber zu sprechen. Aber dann ist es ja sozusagen zu spät, weil dann ist es schon passiert. Also sich zusammentun und klar, die Gesetze sind andere dann, wenn alle drüber sprechen, aber leider müssen wir ja immer alles selber machen. Also erhoffe ich mir auch durch den Podcast sich zusammentun, wie auch immer, durch die Gästinnen, die wir einladen, dass wir, wie gesagt, ein Netzwerk schaffen und dann aus dieser Sichtbarkeit was machen. Ja, ja, das wünsche ich mir auch. Und ich glaube, es gibt da draußen ganz viele ganz krasse Geschichten, von denen ich mir auch erhoffe, was zu lernen. Und weil du jetzt Geschichten sagst, was natürlich für mich auch ein Ziel ist in diesem Podcast, ist, diese Geschichten zu entlarven, zu dekonstruieren und Strukturen festzustellen, die dann eben dann doch nicht so narrativ sind, sondern aufzeigen, dass da Täterstrategien im Spiel sind, dass das Strukturen, gesellschaftliche Strukturen, Das Patriarchat. Das Patriarchat zum Beispiel, Natürlich. oder nicht zum Beispiel, Sondern es ist das als Patriarchat. Ganz kleines Beispiel ist zum Beispiel das Patriarchat. Ja, um das zu entlarven und um dann auch ansetzen zu können, um zu sagen, schau mal, das sind die Strukturen, warum hier sexualisierte Gewalt stattfinden kann noch immer, obwohl wir es alle irgendwie nicht wollen. Aber guck mal, du hast die Geschichte, du hast die Geschichte, du hast die Geschichte und die Gemeinsamkeit ist dies und dies, ist also kein Einzelfall. So, du bist nicht allein, du bist kein Einzelfall, sondern da sind Strukturen und Fänge, Netze, die dich da eingespannt haben. Ja, und ich glaube, das vielleicht noch als ein abschließender Punkt, dieses Alleine fühlen. Also das war für mich eine solche Veränderung. Das erste Mal, dass ich in die Selbsthilfegruppe gekommen bin und ich gespürt habe, oh fuck, so, das bin nicht nur ich. So, und irgendwie habe ich auch besser gespürt, das ist nicht meine Schuld. So, es sind ganz unterschiedliche Menschen, in dem Fall ganz unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche TäterInnen. Und es hat irgendwie, ja, glaube ich, diesen Prozess in Gang gebracht, zu begreifen, das ist nicht meine Schuld, ich bin nicht alleine. Ja, und ja, das vielleicht einmal als liebevolle Botschaft nach draußen. Wir sind nicht alleine. So, es gibt ganz viele und das ist eine krasse Superpower, wenn wir das begreifen, glaube ich. Und schon gar nicht schuld an irgendwas. Auf jeden Fall. Ja, Thomas, ich würde sagen, That's it. machen wir mal den Deckel zu für diese Woche. Um ihn wieder aufzumachen. Nächste Woche. Nächste Woche geht's weiter. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auch auf dich, Thomas. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss, Dennis. Ciao, Thomas.